Herzlich willkommen zur Videoserie über die Chakra-Essenzenmischungen. Im Laufe dieser Serie werden wir uns mit den wesentlichen Aspekten der Chakren befassen. Den Schwerpunkt wird natürlich die Frage bilden, welche Blüten man am besten miteinander kombiniert, um eine optimale Wirkung für ihre Aktivierung und somit unsere körperliche, emotionale und seelische Gesundheit zu erreichen. Springen wir gleich rein ins Thema und stellen uns die Frage, was sind Chakren, woher kommt die Lehre und wofür sind sie gut? Kurz gefasst handelt es sich bei den Chakren um gedachte Trichter, die an verschiedenen Stellen im Körper lokalisiert sind und durch ihre wirbelnde Rotation einen Sog auslösen, der die Lebensenergie in uns hineinströmen lässt. Bisher konnte ihre Existenz wissenschaftlich nicht bewiesen werden. Deshalb gehen wir bis auf Weiteres davon aus, dass allein ihre Vorstellung unsere Imagination und damit Konzentration auf die angenommenen Orte eine Veränderung unserer Physiologie zum Guten bewirken kann. Die Energie fließt dorthin, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, heißt es ja nicht ohne Grund. Dabei handelt es sich nicht um eine aktuelle Modeerscheinung, sondern eine uralte Philosophie, die ihre Wurzeln im Hinduismus hat und über viele Jahrhunderte verfeinert wurde, bis sie ihre heutige Form annahm. Der Hinduismus, der seinen Ursprung in Indien hat und durch eine Vielzahl von Glaubensrichtungen, Praktiken und Philosophien geprägt ist, wird oft als eine Lebensweise beschrieben, der Konzepte zugrunde liegen wie Dharma, das die Gesamtheit der Regeln des Lebens umfasst, und Karma, die Lehre von den Ursachen und Folgen des Handelns. Er bezieht seine Autorität aus alten Schriften wie den Veden und Upanishaden. Der Hinduismus mit etwa 1,2 Milliarden Anhängern ist die drittgrößte Religion der Welt. Der Begriff Hindu bezieht sich auf den Indus. Historisch gesehen handelt es sich also um einen geografischen Begriff, der um das 7. Jahrhundert nach Christus religiöse Deutung erhielt. Die Vorstellungen von Gottheiten im Hinduismus finden sich zuerst in den Veden, den ältesten heiligen Schriften des Hinduismus. Die sind ungefähr zwischen 1500 und 500 vor Christi Geburt entstanden. In dieser Zeit wurden Naturkräfte und kosmische Phänomene personifiziert und als Götter verehrt. Da gab es beispielsweise Indra, den Gott des Himmels, des Sturms und des Krieges, der oft als der König der Götter dargestellt wurde. Einige der ersten Götter traten im Laufe der Zeit in den Hintergrund und wurden durch neue ersetzt. Zwischen 300 und 1000 unserer Zeitrechnung entstanden die Konzepte von Brahma, Vishnu und Shiva als Dreieinigkeit von Schöpfer, Erhalter und Zerstörer. Es war allerdings nicht immer so, dass man sich die Chakren so vorstellte, wie ich soeben beschrieben hatte, also wirbelnde, energieeinsaugende Trichter. Denn zunächst dachte man, dass sich an deren angenommenen Stellen im Körper Eintrittspforten für die Energie der Götter befinden, die man von innen quasi aktiv öffnen kann. Um ein Beispiel zu nennen, befindet sich das Basischakra am Steißbein. Spricht man nun innerlich das Mantra lang aus, während man sich vorstellt, dass die Kraft des Gottes Ganesha am Ort des Basischakras in den Körper einströmt, erwartet man einen Effekt, wie man ihn noch heute mit allerlei weiteren Methoden, unter anderem Blütenessenzen, anstrebt.
Man dachte an eine Art Energieübertragung von Göttern auf Menschen und erhoffte sich die Erlangung ganz spezieller Fähigkeiten, die an die der Götter heranreichen sollten. Jedes der 7 Chakren war mit einem Gott assoziiert. Von unten nach oben Ganesha, Brahma, Vishnu, Rudra, Isvara, Sadasiva und Bhairava. Hinzu kam dann eine Zuordnung zu den Elementen, deren Energie von den entsprechenden Göttern repräsentiert wird. Und diese sind von unten nach oben, dem Basischakra zum Scheitelchakra, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, höherer Äther und unendlicher Raum. Konzentrierte man sich also auf ein Chakra, lehrte seinen Geist durch inneres Aufsagen des dem Chakra zugeordneten Mantras meditativ, dann würde der entsprechende Gott die elementare Energie aufzunehmen helfen. Man würde gestärkt und gesund und am Ende gar erleuchtet. Alles, was lebt, bewegt und verändert sich. Dass auch die Chakra-Lehre dies tut, ist ein gutes Zeichen. Im Laufe der Zeit hat sich die Sicht auf die Chakren immer wieder gewandelt, während mehr und mehr Einzelheiten über ihre Funktionalität und Wirkung entdeckt wurden. Es hilft zu erkunden, wie etwas entstanden ist und was die Vorfahren darüber gedacht haben, denn so kann man verstehen, was bis heute daraus geworden ist. Aus der Anrufung der Kraft der Götter wurde eine stets deutlicher werdende Vorstellung davon, wie Energie in den Menschen hineingelangt, sich dort verteilt und auswirkt. Man begann, Chakren als wesentliche Bestandteile der spirituellen Anatomie des Menschen zu begreifen und Kartografien davon zu entwickeln. Parallel zu den anatomischen Karten der westlichen Welt entstanden spirituelle in der östlichen. Die Chakren stellen dabei die Orientierungspunkte auf dem Pfad des inneren Erwachens dar. Diese spirituelle Anatomie zu verstehen, erschien als notwendige Voraussetzung dafür, auf der Suche nach dem Göttlichen voranzukommen. Die Idee von Energiezentren im menschlichen Körper lässt sich erstmals in den Yoga-Sutras von Patanjali erkennen, den ursprünglichen Texten des Yoga, die zwischen 200 vor und 200 nach Beginn unserer Zeitrechnung verfasst wurden. Die ersten Nennungen von Chakren finden sich in Schriften des tantrischen Yoga, die zwischen dem 6. und 13. Jahrhundert entstanden sind. Sie markieren einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der Chakra-Lehre. In den früheren Schriften variierte die Anzahl der Chakren, bis das 7er Konzept im 13. Jahrhundert im Text Sharada Tilaka erstmals erwähnt wird. Sogar in Deutschland gab es schon früh Zeugnisse von der Lehre der Chakren. Johann Georg Gichtel, der von 1638 bis 1710 lebte, war ein deutscher Mystiker, Theosoph und Alchemist, der vor allem für seine Schriften über die Kabbala, die Mystik und die spirituelle Entwicklung bekannt ist. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Einführung östlicher spiritueller Konzepte in das westliche Denken. Gichtel übersetzte verschiedene mystische Texte ins Deutsche und veröffentlichte auch eigene Werke, in denen er über die Verbindung von Körper, Geist und Seele sprach. Durch seine Schriften trug er dazu bei, das Verständnis für Chakren als Teil eines ganzheitlichen Ansatzes zur spirituellen Entwicklung zu fördern. Hier sehen wir seine Darstellung der Chakren. Sie befinden sich nicht alle genau dort, wo wir sie heute verorten, aber sind modernen Ideen auch wieder nicht wirklich fremd. Die Abbildung stammt aus seinem Werk Theosophia Pratica, das 1696 in Amsterdam veröffentlicht wurde.
Unser Konzept der Chakren, so wie wir es heute kennen, existiert noch gar nicht so lange. Ein Meilenstein seiner Weiterentwicklung war die öffentliche Vorstellung des Buches Die Schlangenkraft von Sir John Woodroffe im Jahr 1918, in dem er sich mit Kundalini und den Chakren befasste. Der britische Jurist, der unter dem Pseudonym Arthur Avalon publizierte, hatte während seiner Jahre in Indien, wo er unter anderem als Richter und Professor für Recht in Kalkutta arbeitete, die Gelegenheit, sich umfangreiches Wissen aneignen zu können. Die Veröffentlichung seines Buches fiel in eine Zeit, in der im Westen Interesse an okkultem, esoterischem, spirituellem und auch an Yoga und indischer Philosophie aufkam. Woodroffes Schlangenbuch ist keine originäre Veröffentlichung, sondern eine Kombination aus Übersetzung und Kommentar eines Sanskrit-Textes namens Sat Chakra Nirupana, auf Deutsch eine Abhandlung über die 6 Chakren, der vermutlich um das Jahr 1550 entstanden ist. Zuvor war uns westlichen Normalbürgern die indische Kultur nur durch eine Handvoll Fernreisender bekannt gewesen. Das sollte sich mit Woodruffes Buch und dem Interesse, das es daran weckte, ändern. Er präsentierte 7 Chakren wie Gichtel zuvor schon, was die endgültige Abkehr von Systemen markierte, in denen von 5 bis zu mehr als 20 Chakren die Rede ist. Allen aktuellen und früheren Chakra-Modellen gemein ist die Anerkennung der Existenz des Sakral-, Herz- und Scheitelchakras. Ansonsten variieren die Modelle. Das heute gängige besteht aus den folgenden 7 Chakren, für die ich jetzt einmal die Definition der aktuell wohl einflussreichsten Chakra-Lehrerin Anodea Judith zitieren möchte. Das Basischakra sorgt für die Sicherheit und das Überleben. Das Sakralchakra fördert Kreativität und Sexualität. Beim Sonnengeflechtchakra geht es um Macht und Selbstwertgefühl. Das Herzchakra ist der Sitz von Liebe und Mitgefühl. Das Kehlchakra verhilft zu klarer Kommunikation und authentischem Ausdruck. Das Stirnchakra fördert Intuition und Einsicht. Das Scheitelchakra steht für Spiritualität und die Verbindung zum Universum. Kommen wir aber nun zu etwas Konkretem, der Anwendung der Chakra-Essenzen nämlich. Da es keine feste Zuordnung bestimmter einzelner Blüten und Chakren gibt, hat es sich weltweit durchgesetzt, für jedes Chakra eine Kombination aus mehreren Blütenessenzen zu kreieren. Hergestellt werden diese Essenzen auf allen Kontinenten mit all ihren regionalen Pflanzen und Qualitäten. In dieser Videoserie zu den Chakra-Essenzen beschränke ich mich allerdings auf die Vorstellung europäischer Kombinationen, mit denen ich selbst die meisten Erfahrungen gesammelt habe. Als erstes möchte ich eine Mischung namens Chakra Cleansing, also Chakra-Reinigung vorstellen. Wir fangen also in unserer Beschäftigung mit den Chakra-Essenzen nicht gleich in der vielleicht erwarteten Reihenfolge inneren wie äußeren Wachstums an, sprich von unten nach oben, somit beim Basischakra beginnend, sondern mit etwas ganz anderem. Und das hat seinen Grund. Es ist nämlich anzuraten, dass man seine Chakren zunächst von alten Ablagerungen und Unrat befreit, bevor man sie frischer Energie zugänglich macht. Es lässt sich schwer vorhersagen, ob ein solcher Fall wirklich eintreten wird. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, aber möglich ist es doch, dass man gleich zu Beginn der Arbeit mit Chakra-Essenzen die Kundalini-Energie quasi wachkitzelt. Etwas, das wir lieber vermeiden sollten.
Ich habe zu Kundalini noch gar nichts gesagt. Das kommt in einem späteren Kapitel noch ausführlich zur Sprache, weshalb ich mich an dieser Stelle eher kurz fassen möchte. Also, Kundalini ist die sogenannte Schlangenkraft, weil man sie sich wie eine am Basischakra zusammengerollte Schlange vorstellt. Weckt man sie auf, fährt sie nach oben und durchdringt mit feuriger Energie alle Chakren und ihre energetischen Verbindungsleitungen. Auch auf diese werde ich später noch zu sprechen kommen. Sollte das tatsächlich geschehen, bevor die Chakren gereinigt sind, wird das Feuer der Kundalini-Energie solche Rückstände gleichsam verbrennen. Und das ist für Unvorbereitete und Ungeübte dann doch eher unangenehm. Dem kann man durch eine Chakra-Reinigung zuvorkommen und sich, wenn man das möchte, später noch mit der Kundalini-Energie beschäftigen. Notwendig ist es für den Alltag sowieso nicht, sondern im Grunde genommen all jenen vorbehalten, die sich so richtig in die Chakra-Lehre vertiefen und einleben wollen, um am Ende gar Erleuchtung zu erlangen. Chakra Cleansing sorgt für freien Durchfluss der Kundalini-Energie, sodass diese Feuerkraft nur wohltuend stärken, aber nicht verbrennen kann. Anders als die Essenzenmischungen für die einzelnen Chakren besteht diese Kombination aus einer Edelsteinessenz, einer Orchidee-Essenz und einer Umweltessenz. Es handelt sich um den schwarzen Turmalin, den Unterweltfluss und die Orchidee Encyclia vesper, die unter dem gängigeren Namen Flow bekannt ist. Blütenessenzen werden Sie sicher in Form der bekannten Bachblüten kennen. Eine Orchidee-Essenz wird auf beinahe dieselbe Weise hergestellt. Man platziert ein mit Wasser gefülltes Glasschälchen so in ihrer Nähe, dass eine oder mehrere Blüten in das Wasser hineinragen. Das überlässt man anschließend für mehrere Stunden der Sonne, die die Energie der Orchideenblüte auf das Wasser überträgt. Die so entstandene Uressenz wird mit Alkohol konserviert und für die Herstellung der Vorratsfläschchen verwendet, die im Handel zu kaufen sind, und für die Zubereitung persönlicher Einnahmefläschchen genutzt wird. Die Bachblüten dagegen werden traditionell von mehreren Pflanzen gepflückt und in dem Glasschälchen gesammelt und dann in die Sonne gestellt. Eine Edelsteinessenz wie die des schwarzen Turmalins wird ganz genauso hergestellt. Nach der Reinigung des Steins in fließendem Wasser und der mehrstündigen Aufladung in der Sonne legt man ihn wie gehabt in ein Glasschälchen und stellt es in die Sonne. Nach wenigen Stunden ist die Edelsteinessenz fertig. Nicht alle Edelsteine eignen sich aber dazu, da manche Giftstoffe abgeben. Deshalb eher vorsichtig damit umgehen. Beim Turmalin geht das aber. Etwas Ähnliches gilt auch für die Umweltessenzen, bei denen kurz- oder langfristig in der Natur existierende Energien genutzt werden. Das kann zum Beispiel ein Gewitter sein, aber auch das Wasser einer besonderen Quelle, schmelzendes Gletscherwasser oder wie in diesem Fall ein unterirdischer Fluss, der sich über Millionen von Jahren eine Höhle im Berggestein schuf. Konkret wirken die in der Chakra Cleansing zusammengefassten Energien so. Turmalin. Sein Stichwort heißt Entgiftung. Der schwarze Turmalin ist ein Schutzstein. Er beseitigt negative Energien, die man bereits aufgenommen hat, wirkt also entgiftend und beschützt vor den aktuellen Belastungen. Er hilft besonders dabei, frühere Verletzungen und Traumata aufzuarbeiten und lenkt den Fokus zurück auf die Gegenwart. Er erdet und holt einen aus dem Loch im Innern, in das man sich zurückgezogen hatte.
Man wird wieder handlungsfähig. Wenn die Kraft zu entschlossenem Handeln fehlt, dann kann das daran liegen, dass man noch mit alten Verletzungen zu kämpfen hat oder einem durch negative Umstände Energie verloren geht. Der Rückzug dient dann dem Selbstschutz, verhindert aber auch die Aufnahme neuer Energie. Die Essenz lässt aktiv an der eigenen Heilung arbeiten und gibt die Kraft zur Selbstverwirklichung. Unterweltfluss. Diese Essenz bringt Ausdauer. Kein Hindernis ist zu groß, kein Widerstand zu heftig, keine Blockade zu einschüchternd, als dass man daran scheitern müsste. Man kommt voran und sei es dann eben langsam. Die Essenz hilft mit Gleichmut, Gelassenheit, Ausdauer und Unerschütterlichkeit jede Störung zu überwinden und sich seine eigene, neue Realität zu erarbeiten. Man lässt sich einfach nicht vom Weg abbringen und schon gar nicht entmutigen. Der Unterweltfluss grub sich in Jahrmillionen durch den Felsen und erschuf auf diese Weise eine bis heute für ihre Tropfsteine weltbekannte Höhle. Mit seiner Hilfe wird jedes Hindernis fortgewaschen. Man wird getragen von Zuversicht und dem Wissen um den richtigen eigenen Weg. Flow, Encyclia Vespa. Diese zentralamerikanische Orchidee lädt dazu ein, durchs Leben zu gleiten, immer im Fluss zu bleiben, die Kräfte um sich herum zu nutzen, sich zu beugen, aber nicht zu brechen, traumwandlerisch sicher dem inneren Kompass zu folgen, zu sich selbst zu stehen und sich auf sanfte und natürliche Weise durchzusetzen. Sie reinigt von unablässigem Grübeln, ständigem Analysieren müssen und destruktiven Gedanken. Eine solche Befreiung verhilft dazu, intuitiv und wie traumwandlerisch die Freude am eigenen Tun zu verfolgen, Herausforderungen anzunehmen und meistern zu können und flexibel und anpassungsbereit die eigenen Ziele anzustreben, wie Wasser, das ins Tal fließt. Diese Essenzenmischung aus Edelstein, Umwelt und Orchideenessenz dient sowohl als Reiniger der Chakren wie auch zur Vorbereitung auf das Erwachen der Kundalini-Energie. Sie unterstützt die Wirkung der auf jeweils ein Chakra zugeschnittenen Essenzen. Wenn Chakren auf Essenzen nicht reagieren wollen, dann kann das an einer Verunreinigung liegen. Und dann sollten sie zunächst mit Hilfe von Chakra-Cleansing gereinigt werden. Die Kundalini-Energie strömt von unten nach oben durch besondere Nadis genannte Energiekanäle, vergleichbar den Meridianen der Akupunktur. Beschrieben werden sie als Röhren, die ebenfalls verstopft sein können. Das kann zu Staus der Energie führen, was den Weiterfluss und damit eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit behindert. Chakra Cleansing reinigt unsere Chakren und sorgt für den freien Durchfluss der Kundalini-Energie, sodass diese Feuerenergie nur kräftigend, aber nicht verbrennend wirken kann.